Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now, Paul has told us that our faith is useless if Christ hasn't been raised. Paulus bezeichnet unseren Glauben als nutzlos, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Verse 15. Vers 15. Moreover, if the dead are not raised, that would mean that we are false witnesses, Wenn die Toten nicht auferweckt werden, würde das bedeuten, dass wir falsche Zeugen sind, who are misrepresenting God. die Gott falsch darstellen, falsch repräsentieren. I think Paul, he was just a most amazing genius. Ich finde, Paulus war das erstaunlichste Genie überhaupt. He wrote this. Er hat das geschrieben. The people did not believe in resurrection. Die Menschen glaubten nicht an die Auferstehung. If after this letter you still don't believe in resurrection, something is really wrong with you. Wenn du nach diesem Brief immer noch nicht an die Auferstehung glaubst, dann stimmt etwas nicht mit dir. So first he's telling us our faith is useless. Zuerst sagt er, dass unser Glaube nutzlos ist. Well, if your faith is useless, just might as well walk away from Christianity. Nun, wenn dein Glaube nutzlos ist, kannst du dich genauso gut vom Christentum distanzieren. And then he says this. Dann sagt er Folgendes. He says, and if Jesus didn't raise from the dead, if he wasn't raised, Er sagt, und wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, wenn er nicht auferweckt wurde, then we are false witnesses and we're misrepresenting him. dann sind wir falsche Zeugen und stellen ihn falsch dar. That means we are lying. Das heißt, wir lügen. Because Paul said that he personally saw Jesus. Denn Paulus sagt, er habe Jesus persönlich gesehen. Paul said more than 500 people saw him physically. Paulus sagt, mehr als 500 Menschen hatten ihn leibhaftig gesehen. And the 12 apostles saw him. Und auch die 12 Apostel haben ihn gesehen. So in other words, Paul is saying, if you are right and there is no resurrection, all of this stuff is all a lie. Mit anderen Worten sagt Paulus, wenn ihr Recht habt und es keine Auferstehung gibt, ist das alles eine Lüge. And that's what he says. Look, he says, and that would mean that we have preached a lie. Genau das sagt er. Und das würde bedeuten, dass wir eine Lüge gepredigt haben. Really, Paul could stop right here. Eigentlich könnte Paulus hier aufhören. Because if Paul and the other apostles preached a lie, let's close down Christianity. It's all based on a lie. Denn wenn Paulus und die anderen Apostel eine Lüge gepredigt haben, sollten wir das Christentum abschaffen, denn es beruht auf einer Lüge. So the arguments that Paul brings are deep and yet so simple. Die Argumente, die Paulus verwendet, sind tiefgründig und doch so einfach. So that's why he said it's a lie. Deshalb sagt er, und das würde bedeuten, dass wir eine Lüge gepredigt haben, Stating that God raised him from the dead if in reality he didn't. indem wir behaupten, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, obwohl er es in Wirklichkeit nicht getan hat. I'm going to tell you something that I hope will challenge you. Ich sage dir jetzt etwas, das dich herausfordern soll. We would never dare to say that the truth of Christianity is a lie. Wir würden es nie wagen zu sagen, dass die Wahrheit des Christentums eine Lüge ist. As Christians, we would not dare to say that. We would consider that blasphemy. Als Christen würden wir es nicht wagen, das zu sagen. Wir würden es als Blasphemie betrachten. But may I challenge you? Aber darf ich dich herausfordern? Many times through the way we actually live our lives, Viele, viele Male drücken wir durch die Art und Weise, wie wir unser Leben leben, aus, we are actually saying it is a lie. dass es eine Lüge ist. I will give you a very simple example. Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. See, if Jesus truly was raised up, which of course Paul argues he was, Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, was Paulus ja behauptet, he is alive right now inside of you. dann ist er genau jetzt in dir lebendig. Because after he was resurrected, he went to heaven, but he also lives inside of you. Denn nachdem er auferstanden war, ging er in den Himmel, aber er lebt auch in dir. If he actually is alive inside of you, Wenn er tatsächlich in dir lebt, why do we stress about the future? warum machst du dir dann Sorgen um die Zukunft? Why do we worry about tomorrow? Warum sorgen wir uns um das Morgen? Why do we get nervous about bad news? Warum werden wir bei schlechten Nachrichten nervös? Because we actually act like it's a lie. Weil wir uns so verhalten, als ob es eine Lüge wäre. One of the basics of faith, of true life of faith, Eine der Grundlagen des Glaubens, des wahren Glaubenslebens, is this truth. ist diese Wahrheit. The way you act and the way you say you believe must be in congruency. Die Art und Weise, wie du handelst und die Art und Weise, wie du den Glauben in Worte ausdrückst, müssen übereinstimmen. They must be in total unity. Sie müssen in völliger Einheit sein. Think how many things we say we believe and then we act something totally different.
Überleg mal, wie oft wir sagen, dass wir glauben und dann tun wir etwas ganz anderes. We are not even aware that through doing this, we actually say that our actions, what the Bible says, is a lie. Wir sind uns nicht einmal bewusst, dass wir durch unser Handeln aussagen, dass das, was die Bibel sagt, eine Lüge ist. We say our lives are in the hands of the Lord, and then we freak out when people do things we don't like. Wir sagen, dass unser Leben in den Händen des Herrn ist. Und dann flippen wir aus, wenn Menschen Dinge tun, die uns nicht gefallen. We sing because he lives, I can face tomorrow. Wir singen, weil er lebt, kann ich dem Morgen entgegensehen. Because he lives, all fear is gone. Weil er lebt, ist alle Angst verschwunden. And then we hear some bad news and we get scared. Dann bekommen wir eine schlechte Nachricht und haben Angst. See, Paul says that if he has not been resurrected, our preaching is a lie. Paulus sagt, wenn er nicht auferstanden ist unsere Predigt eine Lüge. We have to be very, very careful that we don't live like it's all a lie. Wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein, nicht so zu leben, als sei alles eine Lüge. See, Christianity is true to the very core. Das Christentum ist durch und durch wahr bis aufs Innerste. Our Jesus went down to the darkest place and he was resurrected by the power of God, and the power now is in you. Unser Jesus ging hinunter an den dunkelsten Ort und wurde durch die Kraft Gottes auferweckt und diese Kraft ist jetzt in dir. And this is what we have to act like. Genau so musst du handeln. Every time you don't act upon what truly happened through Jesus Christ, Jedes Mal, wenn du nicht danach handelst, was wirklich durch Jesus Christus geschehen ist, we make it look like a lie to the people who are watching us. lässt du es für die Menschen, die dich beobachten, wie eine Lüge aussehen. The people around us, they should know that the gospel is the absolute truth by simply watching us without us opening our mouth. Die Menschen um dich herum sollten wissen, dass das Evangelium die absolute Wahrheit ist, indem sie dich einfach beobachten, ohne dass du noch den Mund aufmachst. So, did Jesus rise from the dead? Ist Jesus von den Toten auferstanden? He did. Er ist es. Is he alive inside of you right now? Ist er jetzt in dem Moment in dir lebendig? He is. Er ist es. Is he worried about tomorrow? Macht er sich Sorgen um morgen? He is not. Tut er nicht. Is he stressed about what might happen? Ist er gestresst über das, was passieren könnte? He is not. Er ist es nicht. So neither should you be, otherwise you're living a lie. Das solltest du auch nicht sein, denn sonst lebst du eine Lüge. Let these things challenge you. Lass dich von diesen Dingen herausfordern. See you tomorrow. Bis morgen.